Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute habe ich euch wieder mal ein Mittelalterrezept gebracht. Ja, der Hund, der hört das. Der hört nur Rezept und schon steht der hier neben mir, ne? Große. Entschuldigung. Ein Mittelalterrezept mitgebracht. Und zwar den armen Ritter oder auch Poor Knights bekannt. Und dieses Rezept ist sehr, sehr spannend, denn es zeigt, wie man auch aus altem Brot tatsächlich eine sehr, sehr leckere Süßspeise machen kann. Wo kommt dieses Rezept historisch her? Ja, damals im Mittelalter, da wollte man auch keine Ressourcen wie Brot verschwenden. Was ich übrigens sehr doll befürworte, auch aus alten Nahrungsmitteln noch was Leckeres zu zaubern. Und deshalb hat man das alte Brot in Scheiben geschnitten, hat das in einer Mischung aus Milch und Eiern getränkt und hat es dann in der Pfanne gebraten. Zum Schluss kam noch was Süßes drüber, wie zum Beispiel Honig, und das hat man verspeist. Und dieses Gericht ist heute auch immer wieder oder wird immer populärer. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir werden das heute nachkochen. Also, wir gehen jetzt in die Küche und schauen uns mal die Zutaten an, was wir für ein Original Poor Knights Gericht oder armer Ritter Gericht brauchen, werden es dann kochen und verkosten. Und dann bekommt ihr mal einen ehrlichen Eindruck, ja, ob das ein Gaumenschmaus oder ein Gaumengraus ist. Also, kommt mit in die Küche, wir legen los. So, kommen wir zu den Zutaten für den armen Ritter. Also, da hätten wir natürlich die Brotscheiben. Das Rezept, was ich euch im Anhang verlinke, ist für 4 Brotscheiben. Ich werde da ungefähr die Hälfte nehmen. Also 2 alte Knuftis, die irgendwo übrig geblieben sind. Dann brauchen wir ein Ei. Wir brauchen etwas Vanillezucker, etwas normalen Zucker, Butter zum Anbraten, Milch, 200 Milliliter. Dann etwas Zimt. Und warum habe ich heute Zimt genommen? Weil ich werde mir da das Pflaumenmus drauf machen, was ich jetzt gekocht habe von unseren Zwetschgen. Das ist nämlich mega lecker. Wenn ihr das Rezept dazu mal sehen wollt, ich verlinke euch das zum Schluss. Könnt ihr mal reinschauen. Ist wirklich ein Genuss. Ja? Echt gemachtes, selbstgemachtes Pflaumenmus. So, das war es eigentlich auch schon. Mehr brauchen wir nicht. Und jetzt gehen wir ins Kochen und gucken mal, ob wir da den armen Ritter draus gebastelt bekommen. Bleibt dran. Also, um den armen Ritter herzustellen, müssen wir natürlich erstmal die Tunke fertig machen. Und dazu nehme ich mir jetzt mal hier ganz kurz diese Schüssel. Und dort werden dann alle Zutaten, also das Ei, die Milch, der Zucker, der Vanillezucker drinne und das bisschen Zimt verquirlt. Die bringen wir jetzt mal zusammen. Und das geht jetzt ganz schnell, racki-zacki. Und wenn das verquirlt ist und die Hälfte dann nicht auf dem Tisch liegt, sondern wirklich in der Schüssel bleibt, dann werden wir da die Brotstücke drin tunken und dann so wie sie sind in die Pfanne legen und vorsichtig von beiden Seiten anbraten. Noch ein bisschen Vanillezucker rein, Entschuldigung, Zimt. Das reicht mir auch schon. Wie gesagt, ich nehme ja nachher das leckere Pflaumenmus und da kommt Zimt, glaube ich, super cool zu. So, jetzt müssen wir noch die Butter holen, in die Pfanne tun. Und danach geht's los. Also ich habe die Perspektive mal kurz etwas geändert. Und damit ihr beides seht, ich mache die Pfanne jetzt mal heiß. Da kommt ein bisschen Butter rein. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und dann werden wir das Brot hier in dem, ich nenne das jetzt mal liebevoll Tunke, mal kurz einlegen. Aber nur kurz, nicht zu lange, weil sonst habt ihr das Problem, dass das zerfällt. Und das wollen wir nicht. So, ich brauche noch einen Pfannenheber. Da nehme ich mir einfach mal den erstbesten, der mir in die Quere kommt, und zwar einen aus Holz. Das ist wahrscheinlich nicht der beste, war schon zu viel Butter. Ich nehme mal was raus. So. Und das reicht auch schon. Jetzt machen wir es ein bisschen kleiner, die Temperatur, weil sonst verbrennt mir die Butter. Und dann legen wir ganz kurz das Brot ein in die Tunke. Das andere auch. Das saugt sich dann so ein bisschen voll mit dem Gemisch. So. Kann ruhig noch ein bisschen. Normalerweise oder oft nimmt man dazu Weißbrot, aber ihr könnt auch jedes andere Brot nehmen. Ich habe jetzt hier ein Graubrot. Warum ist es angefallen? Ja, wie immer, man kauft zu viel. Wir hatten Schuleinführung und dementsprechend waren die Verwandten da, haben nicht so viel gegessen wie geplant, also bleibt etwas über. Können es natürlich jetzt auch den Hühnern geben. Also wir haben den Luxus, dass wir auch Hühner haben, die sowas fressen würden. Aber man muss jetzt auch nicht alles den Hühnern geben. Die sollen ja mehr Körnerfutter kriegen.
Und jetzt braten wir die auf beiden Seiten einfach an. Und ihr seht, das ist schon noch zu viel gewesen. Das war ungefähr die halbe Menge. Pi mal Auge. Und ich glaube, man hätte noch 2 Brotscheiben drin machen können. So. Das dauert jetzt 2-3 Minuten. 2 Minuten von jeder Seite. Gut, und dann drehen wir sie oben. Na, ganz gefällt mir das jetzt noch nicht tatsächlich. Jedenfalls die eine Scheibe ist nicht, finde ich jetzt noch nicht braun genug. Also die hier. Da werden wir gleich nochmal nacharbeiten und die nochmal umdrehen. Oder vielleicht auch beide nochmal. So, das qualmt jetzt hier schon. Das heißt, wir gucken mal nach. Nicht, dass es uns verbrennt. Ja, das geht noch. Aber ihr seht schon. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, dann drehen wir die nochmal kurz um. Ah, die sieht super aus. Und dann können wir das Gericht tatsächlich auch schon anrichten. Wir werden das so machen. Ich werde eins mit Pflaumenmus bestreuen und eins wahrscheinlich mit ein bisschen Honig. Mal gucken. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Schaut mal, so sieht das jetzt aus. Auf dem linken Brot ist Zuckerrübensirup drauf. Das wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das schmeckt. Dann ein bisschen Honig von unseren Bienen. Dann der selbstgemachte Pflaumenmus. Und den letzten Teil, den lasse ich einfach mal ohne alles. Und dann gucken wir mal, was von den ganzen Varianten, also mir jetzt persönlich, am besten schmeckt. Okay, kommen wir zur Verkostung vom armen Ritter. Ihr habt ja schon gesehen, wie es aussieht. Ich beginne jetzt mal mit dem Stück ohne alles, also nur das Brot. Lecker. Ist so einen gewissen Pfannkuchen-Style, um ehrlich zu sein. Nehmen wir mal noch ein bisschen. Okay. So, dann würde ich sagen, als zweites nehmen wir mal den Honig. Schon irgendwo geil. Könnte man auch zum Kaffee essen, tatsächlich wie Kekse. Nur nicht so hart. Auch nicht schlecht. Dann jetzt mal den Zuckerrübensirup. Ist lecker, aber Zuckerrübensirup hat immer so einen speziellen Geschmack. Also wer den Zuckerrübensirup gerne isst, den kann ich das tatsächlich nur empfehlen. Der kommt ja sehr, sehr gut zur Geltung. Das ist super, das harmoniert sehr gut mit dem süßen Brot. Wer nicht so der Fan davon ist, sollte es vielleicht lassen, weil er doch sehr stark durchschmeckt. Und zum Schluss probieren wir mal das selbstgemachte Pflaumenmus aus. Ist auch ziemlich geil. Das erinnert mich so ein bisschen an Sonntagsbrötchen. Müsst ihr mal gucken. Also, ich gebe mal eine Empfehlung ab. Also, wer sich keine Mühe machen will, um irgendwas draufzuschmeißen, der schmeckt auch ohne alles super lecker. Wer es sehr süß mag, der sollte tatsächlich den Honig nehmen. Wer sonst gerne Marmelade isst oder, ja, ich sag mal, so sein Sonntagsbrötchen mit Marmelade gerne isst oder Pfannkuchen mit etwas Süßerem gerne isst, wo was etwas Säuerliches bei ist, dem empfehle ich tatsächlich das Pflaumenmus. Das ist auch ziemlich geil. Und jemand, der natürlich auf Zuckerrübensirup steht, der kann das auch mit Zuckerrübensirup essen. Ist kein No-Go, schmeckt wirklich lecker. Also zusammengefasst, super einfaches Gericht, sehr, sehr schnell gemacht. Viel Zucker drin, also nicht gesund, aber dafür sehr lecker. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar in der Beschreibung da.
Gerne auch mal ein Feedback, wie ihr den armen Ritter so esst. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche. Bleibt dran, macht's gut.